Nein! Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Roth. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan schmieden. Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Lara, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft.
Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Habe sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte.
Lara. Oh, Scheiße. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind.
Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuern nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Alles verloren schien, fand ich eine Wahrheit. Und mir wurde klar, was ich werden musste. Please come and get me. Easy. We're regrouping at my location. Get the hell off me! But some of the others wanted to go further inland. After that, I never saw any of them. Hey everybody, Zachary Levi here, just outside of San Francisco, California, at world-class development studio Crystal Dynamics, whose current project is the reimagining of the Tomb Raider franchise. From now until the game launches, we're going to be hopping around the globe, bringing you exclusive first looks at some of the key ingredients that are shaping and creating this world. First stop,
Digital Domain, Los Angeles, California, to meet one of the most crucial pieces of the Tomb Raider puzzle, Lara Croft herself. I'm Zachary Levi, and these are the final hours of Tomb Raider. Digital Domain. This is where they do a lot of mocap for big Hollywood films and video games like Tomb Raider. And today, we are going to meet the new Lara Croft, who is around here somewhere. Teaser! And this is where the magic happens. I think that might be the new Lara Croft. That's the new Lara Croft. Since 1996, many actors have played the part of Lara Croft, but for the reboot of this franchise, the team conducted an exhaustive international search for someone who could bring a whole new level of emotion to a character who's become so familiar. In late 2010, a young English-born actress was chosen to become one of the most recognizable characters in video games. My name is Camilla Luddington. I'm a British actress living in Los Angeles. I am the voice and character of Lara Croft, the British heroine. When I was first approached for it, I really felt overwhelmed at the honor of playing an icon like Lara Croft. I think I screamed in my car, actually, when I heard that I got the role. Lara Croft, one of the most iconic female characters in all of gaming. This is really her origin story, how Lara became the super badass that she is in later years. She is just a young, naive, perhaps 21-year-old who has a thirst for adventure. We're used to seeing Lara Croft as just the cold-hearted, almost killer, and she's a badass and everything, but I think in this, you see her struggle. You can do this, Lara. Please come and get me. When we went through the process of looking for actresses the world over, I mean, this was Europe, this was LA, we had hundreds and hundreds of actresses that were whittled down, and we ended up with Camilla. She had sort of that rawness that we wanted. Was somebody who not only wanted the part, but was willing to push her character into that emotional area that we wanted. Let's learn a little bit about Camilla. Where are you from? I am from a town in England called Ascot in Berkshire. And it's like those things you wear around your neck. Really didn't do TV or film or anything until I got here in Los Angeles. Really, I had a stage background, which I also think helps though with this, because this is almost feels like performing on a stage. Yes! So here we are. This is performance capture stage. The volume. The volume, they call it. That's interesting. You'll have to explain that to me later. I don't know why. I think maybe it's like a measurement thing, like height and width and depth. I'm gonna go that with yes. Creates volume. Yeah. Math nerd. And you also do get nifty props. Yes. And what's a fun fact about this? Careful. Oh, you can hit somebody. Jeez. Wow. Is that they'll put Velcro on this, and they'll be like, okay, you're gonna have a gun and another gun, and they'll just stick to you. How much Velcro does a bazooka need to stay on tightly? A lot. There had to have been a lot of pressure as far as being the new Lara. It was intimidating. Did you go run around in the woods? Did you go hunt boar with a bow and arrow? Well, what's funny is I actually did archery when I was a kid. Oh, really? Yeah. At the time, you're thinking, why do I need archery? When am I going to use a bow and arrow? And now I know why. Interestingly enough. No! Is Lara a video game icon? A sex symbol? I think she's both. Oh! Obviously, she's a game icon. But I also think she's a sex symbol because she fights for what she believes in. She's courageous. And I think those things are sexy. The shorts are gone. That's a bummer. Which I'm sure most guys will think is a bummer. I like her new look. Yes, she's still gorgeous. But now she's a person. Camilla brings truth. She is truly breathing life into Lara Croft. And when Lara is supposed to be going through an emotional scene, you'll see tears streaming down Camilla's face, and it's real. People ran over to her, like, are you okay? Like, she's got mascara running and tears streaming down her cheeks, and she's like, oh, yeah. You're like, wow. When I got this role at first, I did not even know that I would be crying so much. I just thought I'd be kicking butt. That was the Lara that I thought I'd gotten myself into. This was some of the most emotionally and physically draining work that I'd ever done. This is the very first time I get to see this.
fans have now seen Lara's first kill. What was that moment for you like? Intense, for sure. Probably one of the hardest things to film. She has to fight for her life. It's fascinating how she reacts to that. You know, she doesn't just walk away from that first kill. It really gets to her, and you see her become Lara Croft. Camilla Luddington is our new Lara Croft. Strong, spunky, gorgeous, brave. How did she get so brave? Excellent question. We're going to cover that in our next installment when we sit down with the writers who crafted the origin story of Lara Croft. Don't miss it. Hey everybody, Zachary Levi here in downtown San Diego at Comic-Con, more specifically at Nerd HQ, which is the epicenter of all things Tomb Raider. The anticipation is building as the team from Crystal Dynamics continues to say that this could be the game of their careers. Today we're going to dig a little bit deeper into the story with some of the key writers and designers who are brave enough to tackle the origin stories of Lara Croft. These are the final hours of Tomb Raider. We're in downtown San Diego. We're at Nerd HQ. Fans, the public, will get to play the game for the first time ever. Are you nervous? This is the most nervous time of the entire game. This is huge for us. This is the first time we're giving anybody the opportunity to put their hands on the game. It's not finished yet. It's hard to send it out into the world like that. It's a little young. It's a little fresh. When you put it in the public's hands, you're getting a very raw...
Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen, und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Habt ihr was gehört? Ich überprüfe das. Hier war jemand. Hilft mir mal einer!
werden hier gezüchtet. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf.
Bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Es ist zu ruhig.
Die anderen hatten mich geschafft. Wo sind sie jetzt? Roth, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance. Er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ich würde gern das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Steh einfach nicht im Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Sie müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Sam, sei vorsichtig. Hey, Lara ist die einzige. Scheiße! Vorsicht, Sam! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, schon okay? Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe.
Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Pania, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Verdammt, das kann ich noch nicht.
über 100 Jahre alt. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sind hier, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Da ist er. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Irgendwas geht hier vor. Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Da ist er.
So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Schuss-Hilfe! Du wirst sterben! Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind Sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah.
everybody, Zachary Levi here in downtown San Diego at Comic-Con, more specifically at Nerd HQ, which is the epicenter of all things Tomb Raider. The anticipation is building as the team from Crystal Dynamics continues to say that this could be the game of their careers. Today we're going to dig a little bit deeper into the story with some of the key writers and designers who are brave enough to tackle the origin stories of Lara Croft. These are the final hours of Tomb Raider. We're in downtown San Diego. We're at Nerd HQ. Fans, the public, will get to play the game for the first time ever. Are you nervous? This is the most nervous time of the entire game. This is huge for us. This is the first time we're giving anybody the opportunity to put their hands on the game. It's not finished yet. It's hard to send it out into the world like that. It's a little young. It's a little fresh. When you put it in the public's hands, you're getting a very raw, unfiltered, like, hey, this is what we love and this is what we don't. You'll start to read about it now. You'll start to see it online. You'll start to get people's perspectives. We're making sure that we make it the best thing that we can for the fans, and these are the fans. Why make an origin story? You could just kind of continue with the Lara Croft Tomb Raider saga, but you didn't. Why? We didn't start with the idea of doing an origin story, actually. We started with the idea of doing something fresh. There haven't been very many games that have the opportunity to go back and tell the true origin story. There is very few games like this. In the history of the Tomb Raider franchise, there has not been a female lead writer until now, Rhianna Pratchett. For me, I didn't think of it like we needed a female writer to do that. Rhianna just nailed it. Rhianna Pratchett. Yep. Does it take a woman to know a woman? It probably helps, but I don't kind of think about it as much as everyone else does. So I tend to think of myself as being a writer first. There is some of me in her, absolutely. She's very bookish, she's very in her head. I went to public school, I actually... Hey everybody, Zachary Levi here in the heart of London's famous West End. Behind me is BAFTA, the British Academy for Film and Television Arts. Why are we here? Excellent question. For starters, Tomb Raider, the series, has garnered a lot of love and accolade from BAFTA over the years. Some of the key players on Crystal's dev team are BAFTA LA members. And to top it all off, legendary video game composer Jason Graves is a BAFTA winner. We're going to catch up with him in just a bit, but first, a little trip to Raleigh, North Carolina, where we go behind the scenes at Jason's recording studio. These are the final hours of Tomb Raider. First thing we did was the theme. There have been many composers in the games or the films, but they've always used the original theme. They said, we want to start with a clean slate, a new theme. I did it on piano, very simple. I was really scared just to send it because I'm like, I don't know, I think this really works, I think I like it. We ended up taking that exact theme. The first demo I sent was on the first trailer. That exact same arrangement. So, Jason, currently you're working on this reimagining of Tomb Raider. When you're taking on a new project, what are the things that attract you to that project? The heritage of a particular game, I think, obviously. And don't even get me started on Tomb Raider. I literally almost drove off the road. I was on the phone with the audio director. Like, oh, stoplight! And I had to pull over a little bit to not hit the car behind me. What I loved about Tomb Raider, what really drew me to the project was they had no pre-existing conditions. Because they wanted to get out of what it used to be. They wanted something new. They wanted something fresh. Jason's done hundreds of games by this point. He was an easy choice for us to go with on paper because he has such great experience. I listened through a lot of different material from a lot of different composers. I was really taken by how well he did the intimate stuff. The textures and the real, intimate and vulnerable bits that we needed to highlight in the game were a great match for us. What is square one for you when you start wrapping your head around and going, this is where I feel like this world is going to exist? Main theme, call me old-fashioned. Then it was a matter of finding out what kind of percussion would work. And always going back to the melody and the theme, because that's kind of the heart of the game. The most signature thing that we need to get right is Lara's theme. One of our big goals was that it can be used in any emotional context. What does it sound like? High action.
What does it sound like when she's in pain? For music, the gameplay and the concept art, especially with the scavengers and kind of the shanty town, corrugated metal, how everything's kind of this amalgam of different stuff that they found on the island. It's like, that's what I want the music to sound like. The bad guys are playing the music now. Alex said something like, it'd be really cool to have something, you know, chains on a metal board, or like you're banging a metal fence. 2 weeks later, Jason calls me up and he's like, so this guy who's like the sculptor who lives right around the corner from me, I was talking to him about the idea of creating an instrument. And I'm like, that sounds completely insane. We have to do that. Tackling the score to one of the most iconic franchises in the world brought a unique challenge. How best to capture the emotional timbre of the characters and island in music? People, I give you The Instrument. The Instrument. I was going to let Matt determine the aesthetics. I was really only concerned about the sounds that the sculpture was going to make. Matt built this, which looks pretty much exactly like Laura's original homemade bow in the game. There's different timbres based on different materials. Metal, glass. It's a direct line from the plot, the characters, the story, the environment, straight to the sculpture. We always wanted the island to have that character in itself. Creating an instrument gave it this unique identity. It's got a voice. Yeah. The very beginning of the game is nothing but the instrument. Who do you look at in video games or in film that you go, what they've done has shaped who I am and what I do for a living? They're all dead, unfortunately. What? Yeah, I know. Classical composers. All classical? Yeah, I'm kind of going directly back to the source. Yeah. Prokofiev's, Tchaikovsky. Even for some of the scary stuff, you've got Penderecki, who's a Polish composer. Actually, he's still alive. It kind of goes back to ballets or opera, which is kind of the precursor to film and video games. You know, they were telling a story. And that's what I love about that music. It tells a story. Even if you don't know the plot, you can listen to it. And film music's the same way. It's tough with games to do things that are subtle. You want to make Lara relatable, make her realistic. Another one. She went down over there. Tell her story from the beginning and show how she became the superhero she becomes. One of the first things that I ask any developer is the emotion. Because to me, that's the biggest thing that music can do in a tenth of a second. The music just, it nails the emotion. Well, that was amazing, huh? I personally don't think I've ever sounded so good in an interview before. Although Jason, Jack, and Alex are audio savants, so that would make perfect sense. I cannot wait to jump into this game, not just for the amazing action, but the emotion and mood and tone that they're going to set with their incredible skill. Tune in next time for a special secret announcement that is going to change the way you play Tomb Raider forever. See you soon. Zachary Levi here.
Over the last few months, we've brought you exclusive behind-the-scenes looks at the final hours of development of Tomb Raider. You've seen Camilla recording her last few lines, Rihanna musing her last few words, and Jason completing the last few notes of the score. As those key pieces lock into place, it's time to reveal one of the last portions of the game, and a team that's been shrouded in secrecy for 2 years. We're here in the beautiful and freezing Montreal, Canada, to bring you the final hours of Tomb Raider multiplayer edition. These are the final hours of Tomb Raider. Welcome to yet another world-class studio in the Square Enix portfolio, Eidos Montreal, home of the multi-award-winning game Deus Ex. Locked away in one of the far corners of the studio is a team of experienced, passionate professionals who have been specially brought together to create the first ever multiplayer component to the Tomb Raider universe. Let's meet the team behind the vision, direction, and decisions, and hopefully get a chance to play a few rounds. Here we are at Eidos Montreal. Before we get into why we're here, Carl, you now have an amazing stash, my friend. What is the impetus behind this? As a studio, we've been participating in Movember. A good friend of mine, JJ Owens, works for Movember in LA. We set up the gaming challenge, and we brought studios from all around the world together. I think so far we've raised somewhere in the region of $140,000, $150,000. Well done. Been a big success, although my wife doesn't necessarily always approve. She hates it? Oh, my wife wakes up in the No. morning. She says that she hates it. She secretly loves it. What were some of the factors that led to a multiplayer facet to this new Tomb Raider? When we started developing sort of our vision for reimagining Tomb Raider, on paper it was all about single player. And as we started to build that world out, we had the island, we had